Jetzt haben sie die Straße wohl aufgemacht. Was hast du gesagt? Ja, die Straße haben sie wohl jetzt aufgemacht. Ich war ja schon jetzt weiter wo lang. Nee, die nicht. Die andere da, die Sperrte. Steht auch Sackgassenschild, steht da irgendwo. Steht da noch? Ja, weil so ein Haufen Autos da mal hin und rausgefahren sind. Doch nicht. Nur zu viel und andere Umweltungen gemacht. Ich habe dann auch wieder 1 Meter eingebaut gemacht. Warum? Ist warm, 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 warm. Was hast du jetzt für eine Zeit? Ist die weg? Ich habe jetzt genau 7 Stunden. Oh, 7 Stunden. Der Stunde 20 mehr. Ja. Ja, bis nach Reesen und vielleicht bis zum Hof. So bis noch. Oh Mann! Ja, fährt ja nie leer runter. Geht ja gar nicht sowas. Scheiß nichts drauf. Wenn wir jetzt Bremsen aber gemacht, ist die leer bleiben. Dann brauchst du nicht nochmal zurückfahren. Bremse. Hätte ich ja noch früher aufstellen müssen. Ja. Wie viel hat der runter? Auf 200.000? 161. 60. Verdient er ja nicht so schlecht.
das Auto fällt hier unten überall auf. Das Auto muss ja erstmal überall erzählen. Ach so, ja, das stimmt. Nur ins drinne. So, das ist nein für ein Auto. Das ist bloß ein Springerauto. Das ist eigentlich ein Heimtrefferauto. Ach so, ich will gerade sagen, das war ja auch nicht drin hier. Ja, muss ich vom Meer gleich hintermachen, ja. Heimschläfer. Ja, die Scheißkarre, hier war vorhin schon mal gut, da war schon noch so voll bis Umleiten gefahren. Und von rechts kam ein Bus, der wollte links abbiegen und hat die Stufe schon gemacht. Und die Karre ist einfach nicht losgefahren. Die hat einfach von 5 nicht in den zweiten runtergeschaltet. Ja, das hatte ich vorhin auch irgendwo. Das war ganz schlimm. Also, da kannst du dich manchmal ganz schön verschätzen. Ja, das ist nicht gut, aber der eh abbiegen, also muss der eh langsam werden. Dann kommt der andere schon wieder neu runter, der ist immer schön, die Arme geschwenkt, das ist hat sich los, die Scheißkarre hier. Ja, das ist mir. Wenn er da drauf drückt, muss der losfahren. Nicht, dass er erst noch eine halbe Stunde überlegt, was er macht. Hier muss ich den 5. nicht drinnen lassen, dann muss ich sofort den 2. verschalten. Und nicht erstmal den 5. drinnen lassen und dann nichts mehr machen. Machst du doch beim Auto nicht, wenn ich da losjage und mit Treter fest drin stehe und der fährt auch schon los mit dem 1. und mit dem 2. Weiß ich nicht, warum funktioniert das denn hier nicht? Das ist genauso, wenn du da oben einen Schwan anhältst, rechts rumfahren willst und du hältst richtig an und willst dann losfahren, um die Ecke unten kommt einer und das schaffst du fast gar nicht. Ich habe hier mal auf den Arsch kommt hier. Wenn du den dann nicht rollen lässt ein bisschen, dass er ein bisschen schwunkert, dann wird das nicht. Oh, wieder, ja, ich fahre ja einfach nicht runtergeschleift, das war das Problem gewesen. Oh, kann mitkommen. Bist du noch so weit vorne? Ist man noch frei.
sich auch Zeit heute mit neuen Auftrag schreiben. Oh, das weiß man auch nicht. Ja. Kurz vor Feierabend schon. Ich weiß noch nicht wie, wo. Erfurt, Schwerborner Straße geht immer. Ja, dieser Motor kannst du auch hinfahren jetzt. Die haben ja nicht noch ein bisschen was, aber viel ist es nicht mehr. Erfurt hat auch schon die Frage, was los ist. Ja, kein grauen Sand mehr liegen da, hier kommt gar nicht. So. Keine Ahnung. In den Holm wird der Sand gestapelt. Na jetzt was? Ja, da kommt jetzt was. Ja, da kommt noch einer. Ja, unbedingt. Hat man ein bisschen früher anzumachen. Ja. Musste ich nochmal anhalten. Ja, da Hamburg fahren sie auch kein Material mehr, kein Kies mehr oder sowas, weil die haben sie ja zugekippt. Und ich habe mich gerade noch welche gefragt, und so, was, die haben kein Hamburg-Kies mehr oder irgend sowas. Ja, ihr könnt ja hier schön Material sparen für den Winter. Ja, habt ihr alles vollgekippt auch. Ach so. Ach so. Ich dachte, da ist keiner hochgefahren, weil sie keine Schlacke hatten. Das weiß ich nicht, ja. Ist ja oben alles vollgekippt. Darum fahren wir kein Material hoch. Dass da keine Schlacke ist oder irgendwas keine Ahnung. Ja, so viel war da oben nicht. Da haben die ja schon immer eine große Runde über Berlin gedreht, dass sie da nicht so oft rum sind. Vielleicht doch mal dahinter, dass man vielleicht ein bisschen weiterfahren kann, dass sie da so was bringt. Aber weiß ich nicht, da war gut da oben, da geladen, ja, bei der Felsbrocken da geladen und dann nach runter bis Berlin rum. Immer eine große Runde dann dahin und nicht immer am besten 5-mal da hochfahren. Und mit der Baustelle da war auch ein bisschen schwierig, ehe da wieder ihn findest, wohin und her und was so, aber naja. Wenn du es nicht willst, ja, das ist es ja. Ja, vor allem auf der Autobahn, die Einfahrt zur Baustelle, ja. Fährst du dort die Parken oder ein Stück weiter, gibt es da eine richtige Einfahrt, musst du alles wissen. Beim letzten Mal mussten Erik gesagt, wir mussten eine zweite Tor reinfahren, und sind das erste Rennen gefahren und eine zweite Rennen gefahren. Ich bin ja eine zweite Rennen gefahren, in der zweiten Baustelle Einfahrt, und dann musste der rückwärts wieder rausfahren, weil ich vor mir in der ersten Rennen müsste. Ja, das ist doof da, du weißt nie, wo du da genau hin musst.
War der da rumgefahren und laufen, hab mich da hingestellt, und kam da mit seiner Weizenwurst zurückgefahren. Schöner Flagge, so, ey, musst hier reinfahren in der Halle und dann rechts und dann runter und dann ist der Gerät da, also, war noch rein, also, eine gute Stunde gebraucht. Ja, das hat da auch schon ein bisschen gedauert. Dann kam da jemand mit seinen Rohre angefahren, der wollte dann da noch durch, er musste wieder wegfahren, dann musste wieder ranfahren. Dann runter ich da so Schritttempo fahren, weil wer haust du da runter, dann staubt das in der ganzen Halle da, dann kommt er da ja nie ran. Ja, das ist ja da alles voll zu trockene Zeug. Wie gesagt, den tust der Ohren nicht leicht oder rumschleicht. Und dann musst du erstmal gucken, wie du da am besten hinkommst. Wenn jetzt mal vorher rumgefahren, so Glück gewesen ist, vorher rumgefahren. Wenn einmal ringsherum rumgefahren und die Hallen ringsherum hätten gleich auch nicht weitergekommen, weil wir hinten auf der anderen Seite standen schon am Höhe was gemacht. Da wärst du auch nicht mehr lang gekommen. Ja, ich hab da bei den Pförtner da angehalten und der hat gesagt, gleich hier vorne das Tor da, das da aufgeschüttet ist, da hinfahren und den ganzen nach hinten durch. Ja, der erste, der da war, hat mich da reingerufen gemacht, die konnte halt hochfahren. Der zweite, wo ich denn da war, am nächsten Tag, kam raus mit Betty, Unterschrift, Datum, Firma. Aber was ist das denn hier? Ja, das musste doch. Ja, ich hab's dann auch nicht gemacht. Also, was der Wende hat ja als Trainer eingetragen. Also. Ja, nee, da kam der bei mir auch raus. Habt ihr den Berg hoch. Abgehängt am Berg. Ja, da ist die so doll auf 35 oder so. Ja, da habe ich jetzt noch so hingeguckt, aber hier ist es voll ausgeladen, 39, 9 oder 80 oder irgendwas. Ja, 700 oder so habe ich jetzt. Ja, ein bisschen viel hinten runter, ne? Von der Linie mehr rangekommen. Oh, das macht den Ding. Habt ihr gesehen, dass er endlich mal losgefahren ist? Wenn ich nochmal da hinten fahren, kann ich auch nichts dafür. Reesen, Holm,
Heu im Tunnel und 44 laden. So, wollte ich mal sagen, da musst du auch Pinguin laden. Ja, um 7 Uhr war ich heute oben. Ja, kurz nach 7 habe ich abgekippt und geladen und allen drum und dran. Wann war ich da? Viertel 3 Uhr? Oh, halb 3 Uhr rum. Ja, Viertel 3 Uhr war ich. Bin ich Handy fahren. Ja, ich gucke, dass ich noch bis nach Heringen komme, dann kann ich verstoppen, kann ich da im 7 Uhr abkippen. Und sollte es halt nicht passen. 7 abkippst. Ja, wenn du 7 abkippst, Glas Luft. Müsste der 9 Uhr erreichen, wenn nicht, naja, dann muss ich noch weiter. Dann wird es nur so spät. Noch spät. Ja, den wird es wieder spät, dann kommst du von der Tour weg, ja. Drüber weg ja nicht, ja. Viertel 7 oder 3 oder 7 habe ich nur umgeschaltet. Das ja nicht. Um 7 wäre ich jetzt da oben in Heringen sogar. Ja, wäre ich um 8, gut, ein bisschen. Ja, ich muss halt. Ja, 4 Stunden lang will ich ihn sag ich mal. Ich bin ja bei 6 Stunden. Ja, bloß, du musst bloß noch vor dem Frühstück da laden. Sonst ist alles, sonst ist es doof. Aber manchmal fährt auch ein anderer runter, ja. Macht der eine Frühstück und die anderen hauen den noch später und so. Ah, in Reesen, da ist auch immer da, der Original ist Unquatsch. Da muss man mal gucken. Ja, das kann auch nicht passen. Wie gesagt, 7, wenn ich dann 7 hinter habe, gibt einem das auch halb 8 auf dem Hof. Wie dann? War kurz nach 7 da, abgekippt, geladen, auf den Hof gefahren, dann war ich so 10 vor 8, war ich auf dem Hof. Dafür passt es ja wieder. Oder Tunnel ja da, aber nichts. Doch, ich gucke aber nicht. Reich in Sachsen. Ja, wann war ich denn da? Wo ist denn so? Da war ich ja Donnerstag gewesen noch. Da war ich noch, dann lag es draußen noch schon 4 Stunden rumgefahren, hingefahren, hochgejagt. Wir sagen, was soll ich denn abgeben? Warum sind die auch schon 4 gefahren? Ja, und gestern, wenn du hinten hinfahren kannst, dann kipp hinten an, dann musst du hochfahren. Aber wenn, dann machst du einen Platz für Kippensport. Ganz schön in der Ecke reingequetscht und dann war das gut. Ja. Ich habe letztes Mal auch draußen abgekippt, aber der Loch geht, war alles hochgeschoben. Ach ja, das ist noch 12 Uhr, Bruder. Also, wenn, dann muss der Morphin da vorne nicht, davon man kippen will. Ja, guck mal hier. Das war an der Verladestelle, wo die Dusche angeht. Das war, was ist denn hier los? Freiduschen heute oder was? Da kannst du ja mal drunter gehen. 0,8 Grad, 0,6 Grad ist das Wasser. Kannst du ja drunter gehen. Schön. Oh, das ist ja schön. Sehr frisch. Ganz Beton da, den müssen wir aber abkühlen. Ja. Macht ja schon wohl der Pole hier, wa? Da steht da schon wohl 10 bis 14, 30 Grad Wartung. Hier sind die doof. Müssen wir wieder rausnehmen.
Steht bei mir aber nicht. Ne? Steht bei dir nicht? Ne? Ja, steht es noch drin. Steht nix. Ja, ist klar, bei dir haben sie das neu geschrieben, irgendwie, wahrscheinlich, wa? Aber nee, eigentlich ist ja immer dasselbe. Tippen sie einfach das Kennzeichen zu. Meine Adresse Beladung da oben. Ja, Heringen, 10 bis halb 3 Uhr. Hm? Ja, steht schon die ganze Woche drin. Uplo, was mache ich jetzt mit dir, ja? Oh, sehr gut. Genau vor der Ausfahrt steht ein LKW rechts. Aber Erfurt hat den Kumpel in Borplatz, den sie dann neu machen, dann ist die Schlussdecke gemacht vorhin. Oh. Ortsdecke, ja. Hauptsache werden wir irgendwann fertig. Es sieht auch nicht nach viel Platz, also hier ist eine Straße, hier Kanten, da war eine Straße, ich weiß nicht, ja. Das wird doch völlig verbaut sein. Eine Einfahrt, eine Ausfahrt und ringsrum alles Parkplatz in der Süd. Wie da bei Heuer, da den Schotterparkplatz, den sie da jetzt umgraben. Oh, ich weiß bloß noch nicht, was wir da machen. Letzten Montag hat hier gestanden, haben die Leitplanke verschoben und da war ein Stau hier. Boah, ja, frei. Das ist ja normal. Da lag auf die rechte Seite ein bisschen hier Fräsjut, ein paar große Brocken und da muss irgendwie einer ausgewichen sein und PKW hat die dann rübergeschoben nach der anderen Seite, die Leitplanke. Ja, da stand die dann so einen halben Meter drüben. Oh, Gott sei Dank.
Ja, nu hier, wie heißt es, jeden Berg hoch, die Baustelle ist zu Ende. Mensch. Sind bescheuert. Warte noch, genau bis das Schild kommt mit ihrem PKW. Das ist nicht ewig überlassen. Ach, vorher glaube ich das nicht. Ja. der fährt Schrottfernverkehr. Schrottfernverkehr, aha. Ja, mit seinen kleinen normalen Auflieger. Ich weiß nicht, wohin wollte, irgendwo da 2 Brücken runter oder so. Schrottung, die fahren grüne Abschnitte. Oh, super, ne? Der auf den Tien,
Der hat da zwischen oben oder 2 Brücken runter. Der hat hinten eine Platte dran gekriegt und hat die Steine runter auf die. Der hat dann drauf die Dinger aus. Ich glaube immer 20 Stück oder 10 Stück, was der da drauf hat. Ich habe den Steine nicht erzählt gehabt. Aber das macht ja schon eine Weile. Ach so, habe ich noch gar nicht gesehen. Also, offene Platte oder was? Der wäre schon eine Woche oder 2 Wochen mit rum. Ja, habe ich noch nie gesehen. Oh, wir stehen immer vor der Werkstatt, vor der Waschhalle. Du bist ja endlich auf dem am Wochenende. So. Aber da muss ja irgendwie Post einladen. Dieses Wochenende war er leer, letztes Wochenende stand noch mit Steine da auf dem Hof. Aber ich hab's dir nicht erzählt hier. Dann glaube ich, hatte die da runterfahren. Mit dem Schiff, das wird zu teuer oder dauert noch zu lange. Vielleicht brauchen sie welche. Ja, aber super Arbeit, oder? Auf hinfahren, Steine aufladen, runterfahren, abladen, leer wieder zurück. Ja, leer oder zurück, ja, glaube ich auch. Da finden sie bestimmt keine Ladung für. Ja, bei denen, der gerade vorbeikommt, ja, da kannst du auch anfangen. Die suchen noch mehr Leute. Aber warum? Ja, wir sind hier. Kriegt doch mein großes Auto. Dann brauchst du so ein Knatterding dahinter nicht, ne? Und so weit sicher. Kannst du auch hier nach Portugal fahren und nur fahren die alles. Ja, und überall, die Kamera, das ist das Auto an den Nuss zu kletten. Ja. Ja, eigentlich. Dafür. Du bist ja nur immer draußen Wochenende. Da gehen ja schon voll. Pufferfeen aber schon. Naja, die haben nicht so ab an der Rampe. Wenn du zu dicht mal reinstehst oder so, sind die ruckzuck weg. Und die rechte Seite 4 Stück. Schief ranfahren, dann stehst du mit ihnen dran und die anderen schießen ein bisschen weg. Ja, dann musst du dicht dranbleiben und schon reißt du die ab. Passt hier doch alles, vorne und hinten nicht. Hast du die Parkplätze, wenn du Pause machen musst, deine Zeit musst du fahren bis zum Ende und geht alles nicht. Ach, das ist doch nur Stress. Tja, wenn das mal nicht immer so mit der Time sei, das muss morgen früh 50 da sein, wenn es da ist, ist es dann da, dann hätten wir es so bestellen müssen. Dann würde das ja oder funktionieren, dann kannst du einfach stehen bleiben vorher. Aber nicht so. Wie Michi da, ja. Aufstehen, 9 Stunden Pause, und dann bist du aber eigentlich schon zu spät. Noch ist ja was aus. Ja, ich weiß schon nicht, was das normal ist. Kann man die auch noch berechnen, wie lange ich da beim Laden brauche. Dann war noch nicht fertig die Ware, der LKW ist noch nicht da, der die Ware bringt, oder der Auto hier ist noch zu warm, kühlen wir noch ein bisschen runter. Naja, die kennen das da, das sieht alles in der Hälfte Minute bei denen. Hinfahren, so, zack, zack, zack. Backshop da, oder da bei Leipzig da. Muss man noch einfach ab noch einen Ladetermin und hast du nicht gesehen. Hat ja auch keinen Ladetermin, da brauchst du auch keinen Ladetermin. Ja, muss man was da liegen. Das kommt dran, ist das gut.
Also, weiß ich nicht. Also, Forschung ohne Ende. Und dann hingefahren, ja, okay, eigentlich auch keine Zeit mehr. Und jetzt hingefahren noch, weil ich ja noch laden muss unbedingt. Also, ich das schnell und ich habe diese Zeit, weil zum Morgen früh da, das Kind oder nach dem Haus und hingestellt und dann weiß ich, ob es doch gerade so gepasst hätte. Ja, aber muss doch nicht sein. Das ist doch Unglück. Nee, warum ja? Das, weiß ich nicht, warum die alle so checken das aber nicht. Das kannst du ja auch nur merken, wenn sie anrufen, na, ich sagst du denn da, hast du Ladetermine, stimmt mal, da gibt es keine Ladetermine. Ja, wenn ich mit der Zeit mal heute nicht mehr hinkomme, dann lade ich das morgen in der Nacht oder so, und dann passt das schon. Oder heute Abend. Ich habe da keinen Ladetermin. Ja, da musst du dann gleich anbringen, da musst du gleich sagen, aber das soll. Ich hab keinen Ladetermin, das sieht scheiße auch nicht aus. Ja, aber wenn du es nicht weißt, irgendwie was, dann ja, fährst du noch hin, dann bist du wieder drüber weg und hier und da. Und alles auch nicht notwendig. Aber anscheinend haben sie noch zu wenig bezahlt, das ist das Problem. Einfach noch zu wenig bezahlt. Das ist es eben. Wir müssen erst richtig bezahlen, das dauert alles viel zu lange. Wir müssen dann mal einen erwischen und dann auch mal richtig bezahlen. Und dann machen sie das nicht mehr. Siehst du ja. Jede macht drüber, ja. Ich habe letztes Mal irgendwie am 17.8. aber ich vergessen, mich abends auszuloggen. Kann ich mich früh eigentlich auch nicht einloggen, aber ich früh hatte mich ja eigentlich auch eingeloggt, aber ist ja auch egal. Kommt zwar das Aussichtspunkt, muss ich vorher noch zwischendurch mal hin und muss dann unterschreiben. Ja, hatte ich da auch irgendwie so 2, 3 so eine Dinger oder irgendwo was. Stand da auch. Es kann aber auch sein, dass es hier gemacht habe, stand da drauf, aber das Gerät nicht angenommen hat. Das weiß aber keiner so genau. Ich hab ja früh so, wenn ich früh den Druck drücke, kann ich mich auch nicht einloggen, wenn ich schon drin bin. Aber ich habe mich ja nicht einloggen, also musste ich mich abends herausloggen, klar. Es war nur das Ausloggen, war nicht richtig. Ja, keine Ahnung. Oh, ich wusste eine. Ich denke mal, der speichert das manchmal nicht richtig. Oder zu schnell gedrückt, zu schnell, vielleicht war zu schnell zurückgedrückt oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das ist ein langsamer Computer. Ist denn nicht so schlimm, andere hatten schon Büroklammern dran, also das war schon vor mehr Blätter. Ach so, nicht bloß einer. Aber mal nach Hause, so, der war ja typisch der letzte gewesen, der mit E-Fahrstuhl, dann lagen da welche rum, die hatten schon Büroklammern dran. Lohnt sich das wenigstens da unterschreiben? Überleitung, Lenkzeitüberleitung, alles. Das ist ja tagtäglich das Alltag bei denen. Ja, das ist eine Absicherung. Irgendwie. Aber trotzdem, wenn das ständig und immer wieder dieselben Leute, sag ich mal, hat das mit Absicherung auch nichts mehr zu tun, der muss auch was machen. Oh, so sieht jetzt aus. Aber woanders kommt der früher sind ja auch um 8 oder 9 schon auf den Hof oder noch früher. Das riecht ja dann gar nicht. Nee, das geht nicht. Wenn du das normal machst, geht das nicht. Kannst du so früh nicht da sein. Ja, jetzt wo ich vor weiter mal am 11, sag ich jetzt mal, nur mit Waschanstiegen 3,12 Meter hingestellt habe, das war ja mal so Hunde. Das kommt doch so schnell nicht wieder vor. Nö, außer ich fange wieder Dienstag an zu arbeiten. Ja, wer ist da hingegangen? Hätte gleich gesagt, du, ich mache das wohl die Woche, ich fange wohl Dienstag an, gleich Freitag Feierabend machen. Ja, das war 100% auf Stück nur gewesen, weil das Auto da die Bremsen machen wollte, dass das Auto hinterher steht früh. Das hätten wir mich locker noch mal runtergeschickt. Wenn ich im Bunker so Ideen habe, da brauche ich noch gut den Teller runterfahren können. Ja, denke ich mal. Oh, da gibt es ja wohl bestimmt das Auto haben.
Ja, der hat die Bremsen gemacht hier vorne. Ja, wir hätten ja pünktlich um 4 Uhr losfahren können, dann wäre ich ja um 7 Uhr mal in Reesen gewesen, hätte abgekippt, wäre tanken gefahren, wäre nach Hause gefahren, ja, wäre eben runtergeknallt, so, ja, vielleicht ist noch ein bisschen Tag nach Hause gekommen, hat ja auch noch einen 9er, ja, beziehungsweise hätten wir schon einen Tunnel geschickt, hätte ich ja abgekippt und hätte eine Feierabend gemacht. Und hätte dann Samstag früher geladen. Boah, ich bin nicht eigentlich von ausgegangen. Ja, geht auch mal so. War nicht so schlimm, konnte ich einkaufen fahren, dann noch zum Baumarkt fahren, dann wiederkommen und dann, wie, du warst schon mal hier. Ja, ich sag, ich war schon mal hier, wenn du schon die ersten Stunden eigentlich sehr einfach. Das ist frühen Nachmittag, ne? Geht ja auch nicht. Beim ersten Stunde, da waren wir, wie gesagt, um 2 was das war, ungefähr an den Dreh, da kam ja 100 Grad Urlaub von deiner Mutter. Wie hat er das mit mir los? Haben wir irgendwie die Uhren umgestellt oder was? Ja. Weniger Arbeit, mehr Geld. Ah, hat aber hinten gepasst, jetzt würde ich jetzt gleich nochmal losfahren. Dann hast du heute noch so einen Bergvollplatten geholt. Nochmal. Ja, 20 Stück habe ich geholt. Alle mit ihm aus. Immer Rinder, Silbersitün. Aber du kriegst doch Rinder, die 2,5 Meter, ne? Ah, ich muss einfach das Ziemlich weit nach vorne schieben und hinten ist es auch gerade so. Also hängt hinten auf dem Platz ganz groß ein bisschen. Ja, gut, weil umso höher du kommst, umso enger wird es. Das muss ich nochmal schieben. Hinten habe ich einen Grund gemacht, aber ich hätte vorne nochmal einen Grund machen müssen, weil die Plätze sind ja so glatt, sag ich mal, die sind dann innerhalb sich ein bisschen gerutscht. Ja, die rutschen dann doll rechts und links hin und her. Das ist auch, wenn man da was rumwickelt. Ich hätte nur hinten was drum jetzt, die haben wir gerade leicht vergessen rauszuholen. Ich komme hier noch hinten rum machen müssen. So, dann gab es noch ein paar Kohle für Urlaub. Weil Claudia angerufen hatte, weil hat ja die Mutter mitgebracht gehabt und war noch einkaufen. Und dann habe ich ja gesagt, ich fahre dann mal zum Baum und ich habe sich gewundert. Und dann, warte, brauchst du nicht, der David hat zum Baum. Wie David? Der David ist schon hier, der fährt jetzt zum Baum. Ach so, Olaf wollte ja nochmal los, wollte eine Kohle holen. Ja, die wollte ich gleich mitbringen vom Baum. Aber hat ja die Mutti bei gehabt von Olaf und war noch einkaufen gewesen. Und weil ich eh nochmal weg wollte zum Baum, und hat er gesagt, warte mal, David bringt die mit. Dann brauchst du dann nicht ranfahren. Ja, das passt ja, das kann man ja machen. Die Kohle, Lack mitgebracht, Schaum, eben halt eine Tüte Wolle. Naja, da muss man sich ja mal was ausdenken da. Oh, wieder halt, ohne irgendwas groß. Nur die letzten Abschnitte haben wir auf 18 cm unseren Fußboden runtergeschraubt. Also einigermaßen das gerade ist, die Platten angeschraubt, vorher ein bisschen die Wolle drunter gestippt. Und innen ist der gut. Keinen großen Aufwand, kein mit Winkel oder in der Ecke bauen, hier und hier noch einen Kasten, da noch einen Kasten. Alles mit einer Ebene und fertig. Naja, so wie wir das mal gesagt haben, ja, wenn das geht. Ich möchte erst um den Wasserschacht, da sollte man eine Wasserrohre, weil ich da nochmal einen extra Schacht machen, aber das ist Hugo. Das ist so völlig Schnippele. Und der komplett zugemacht unten in der Saison und hochwarm. Ja, das ist eine riesen Bauerei, ja. Das ist vielleicht so einfacher, wenn das unten drunter alles mit EMA zu und dann ist gut. Über die Handrohre hinten rumziehen, wenn die baust du alle mit ein. Die geben dann auch noch Wärme oben rein. Dann machst du ungefähr noch einen Lüfter, der runterpustet, wenn es ganz extrem kalt werden sollte. Da reicht das völlig aus.
Ja, wird ja nicht mehr so. Mit Heizung brauchst du nicht mehr so viel. Du brauchst mehr Klimaanlage. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ich da oben die Platten dran habe, dann muss ich wieder eine Plastikpaneele holen, die Olaf einen Vorbau gemacht hat. Dass ich die eine Seite anschraube noch, dass die Platten nicht schützen, weil wenn die nass werden, kann ich auch wegschmeißen. Ja, das werden wir irgendwie nicht. Ne? Oh, ich habe ja von der Treppe habe ich ja von einer Seite außen eine Schattiraupe, so eine dünne, da habe ich ja noch Luft. Da kann ich dann eine andere Platte genau am Wohnwagen, am Haus dranstecken. Die hat ja auch Blut und Feder, passt da auch noch hin. Das eine müsste denn eigentlich fast gerade sein. Also so wie die Wand ist, noch ein bisschen verlängern, praktisch die Wand. Genau, da irgendwo dran bauen denn. Dahinter habe ich das Holz gemacht, die Verkleidung vom Holz. Die hängt genau hinter der Kante. Vorne habe ich die Kante vom Haus noch. Und da ist auch Blut und Feder. Kann man jeden anschrauben. Muss bloß so schrauben am Mauerwerk, mache ich jetzt mal da, wo angeschlossen ist, jeder Gas und der Dings ist hinten noch weiter, muss ich so bauen, dass es ein Kasten ist, dass ich die Platte wegnehmen kann, dass man dahinter gucken kann und dann ist das gut. Ja, dass man da mal hingucken kann, wo die ganzen Schläge sind, das ist schon wichtig. Ja, da wollen die ja auch mal gucken, wenn mal so eine Prüfung ist oder irgendein Quatsch, wenn man die auch mal hingucken, dass noch alles dicht ist. Wie hatten der das noch angeschlossen mit dem Gas da? Einfach bloß mit so einer Schnellverbindung? Das komische Ding, was da dran war, der komische Schlauchverbinder, die haben ja bloß mit Schlauch immer, das hat er abgeschnitten, mit dem Kupferrohr dran gemacht und gepresst. Der hat alles neu gepresst. Also und richtig fest angeschlossen, also nicht mit Schnellkupplung oder so. Das hat er da abgeschraubt, was da dran war. Das hat er abgeschnitten gleich, dann hat er nur das Rohr jetzt und dann hat er, wie gesagt, nur alles gepresst. Also ein Kupferrohr, ja, da könnte auch ein bisschen biegen um die Ecken herum, dass das so richtig weich gewesen ist, kannst du mal sagen. Darum. Aber eigentlich ganz nicht immer, ich hätte ein bisschen weiter verstecken können, aber auch vorne ist auch schön, den ganzen anderen drunter war noch schön. Naja, ob das funktioniert hat. Ja, ist auf jeden Fall schön, wenn warm Wasser rauskommt, wenn man aufdreht. Ja. Und ohne, dass ich auf der Flamme verziehen muss und nicht anmachen muss. Das ist ja noch besser. Der braucht ja halt nur noch einen Stromgenerator im Notfall mal. Aber ich habe so geguckt, ich habe automatisch starten, wenn der Strom ausfällt, dass die anspringen, gibt es nur ein Benziner oder nur ein Diesel, also ein Gas nicht. Gas kannst du so machen, dann musst du selbst stoppen, aber wenn das automatisch stoppen will, dann ist jetzt nur Benzin oder Diesel. Also. Wenn das Gas nicht funktionieren soll oder geht es nicht, dann vielleicht drauf aus. Mal gucken, weil den Gasflaschen habe ich ja noch, da kann man hier den Ständer nehmen, im Notfall anschließen alles. Ja, gerade nachher im Winter. Ja, zur Not, ja. Und wenn man was Stecker rein ins Haus, abgezogen, also ja einfach, ist ja alles gegen Strom, abgezogen, reingesteckt, fertig. Und wie gesagt, mit den normalen Dings da, mit der automatischen Stoppen ist ja auch nicht schlecht. Den schließt du da an, so einen Kasten, den schließt du mit Stromkreis damit an, mit einer Leitung. Und wenn die abfliegt oder irgendwas ist, dann hat der 2-3 Sekunden. Und dann zündet der, macht der Strom. Und wenn der merkt, ob die andere Leitung ist oder sagt, dann schaltet der wohl ab. Also, hast du mal geguckt, ja?
Beeindruckt, aber hier gibt es nur als diese Benziner weniger, aber mehr als Diesel. Ja, aber sehr als Gas halt besser, weil ich Gasflaschen ja habe. Ja, irgendwas mit der Starterei zu tun, ne, glaube ich. Komischen Gasdinger kannst du ja auch als Benziner benutzen. Da kannst du mit Vorschopfen mit Benzin, Luft mit Benzin oder Luft mit Gas. Also muss das ja mit dem Stoppen eigentlich nichts zu tun haben. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist, ja, aber es ist schon, ja. Wenn wirklich nochmal Winter kommt und so und was, ist schlecht, ja. Aber er muss eine Abformel runterfliegen, weil die Leitung im Wurf wird. Wo ist ein Wandler fürs Auto? Hast du unten mehr? Ich habe nur einen 12 Volt für mein Privatauto zu Hause für 32 Volt. Den letzten Mal mit habe ich hier für den LKW so einen großen, in der war 24 gewesen, nicht Geld. Und davon habe ich ja noch einen 12 Volt fürs Auto. Ja, ich denke mal, für die Thermo und alle drum und dran wirst du bestimmt einen vernünftigen brauchen. Der richtigen Strom macht, weißt du? Rein Sinus. Ja, der muss irgendwie, dann liegt ein. Und weil da muss am besten noch ein Schuppen drin, dass es ein bisschen gedämmt ist. Ja, aber wenn Stromausfall werden sollte, müsste es ja beim Gas noch sagen, oder müsste es aber rumgehen, bis es der mal stoppen. Das ist ja das, was ich sein will. Ja, dann musst du dann angehen und laufen und dann Strom da, Heizung geht oder ja. Das wäre natürlich gut.
auch noch zu Hause? Jetzt möglichst aber noch schwarz. Also wird er noch zu Hause sein. Jetzt hier mal hinkriegen hier? Nee, das ist die Schilder stehen dann mal 10 Jahre hier. Könnte man ja den wirklich irgendwann mal machen, ja? Ja, was will ich nicht hier? Ich sperre dann mal 2 Jahre ab auf dich. Ja. Soll hier irgendwie mal was anfangen hier? Ja, die machen das ja auch mit 5-Jahresplan. Das dauert dann ein bisschen.
Ein bisschen beeilen musst du dich, weil es war knapp mit Headstedt. Nö, hat ja 3 Stunden. Das passt schon. Letzte Woche hatte ich noch 5 Minuten. Ja. Und wenn du einmal rechts herumgefahren bist, dann stellst du dich dann quer so hoch, also nicht so rückwärts hinfahren die Straße, sondern einmal rechts herum und stellst dich auf die andere Straße, die Hochwärtsspur geht. Da kann man auch hinstellen. Da geht hoch. Und quer da, wo keine Lampe an ist. Also einmal komplett rumfahren und dann kommst du ja fast, wenn du dann nochmal abbiegen würdest, links die Straße nochmal um, dann würdest du ja wieder vorne ankommen, da wo wir immer stehen. Und nur in der Straße, in der kurzen Straße, die da oben geht, die quer über geht, da die stellt jetzt. Naja, gesehen, ja. Ja, alles andere war für die. Ja, das ist ja wohl so dunkel denn da komplett, naja. Ah, die Straße ist auch sehr dunkel, die kleine, da die Kurzler. Warum? Da unten ist nämlich kein Licht. Du musst die Straße lang hoch da. Ich weiß ja nicht, ob die andere Seite lang runter und da Licht ist. Also wie gesagt, um das Werk, wo jetzt das Auto direkt vor dem Werk stehen, da ist dunkel. Die Straße, die da rumführt, die parallel zu der Straße sind, wo wir immer stehen, die da hinten ist, die ist dunkel. Und die kurze Straße, die wieder hochführt, die ist auch dunkel. Wie gesagt, da stand ich ja jetzt immer auch, im Gegenraum. Ja, zum Glück irgendwie an diesem Zähne rum, irgendwie die oft damit den Krach machen. Aber wie das stehst du eigentlich genauso weit weg, wie wenn du da muss jemand sitzt und aufstehen. Es ist ja nur, dass die Straße nach unten läuft. Hast du den Busch, wenn du rausgeguckt hast und mal den Busch rechts neben dir jetzt? So habe ich ihm gerade auf den Busch geguckt, wo die immer alle lang gucken, ihre Hunde da hinten. Ja, da hinten läuft keiner lang. Nee. Da hinten läuft keiner lang, aber da hinten ist da auch noch ein Weg lang. Da hinten ist noch Richtung keine Teerstraße, ein Weg gemacht, geht da hinten noch lang. Weiter geradeaus. Ich weiß nicht, wo das denn da hinten führt, aber da hinten ist noch ein Weg. Ja, bis heute mit dem Rheinischen fahren geht noch. Das habe ich ja nicht mehr geschafft. Ja, ich brauche 20 mehr Hand oder so. Ja, oben von der Ampel, sag mal 25 Minuten hast, dann schaffst du es.
Rad liegt voll. Ja, ganz gewischt. In 2 Minuten schwittert dich hier alles nur voll. Das ist auch mal wie eine richtige Staubkarre hier. Ja, dann machen wir doch die ganzen Kanäle alle voll dreckig. Ja, die ersten Tage, ich habe die Sitze hier mal. Ich muss die bestimmt normal ein bisschen machen hier. Da kam auch gleich alles raus. Ja, das ist ja schon, wenn du die einmal die Woche machst, dann kommt dann da schon direkt raus, ohne Ende. Ah, ich dachte, die Landkurven hier, dauert nicht lang. Was wie ich alles noch will. Aber bei dir hast du auch einen Griff gekriegt mit deinem Staub, da ist auch kein Staub. Oh, hier bei mir? Der Rennsteiger ist immer sauber. Kein Staub, kein Steiger. Ja, wenn ich so gucke, ich sehe immer weg. Die Dinger sind hier zu sehen, letzten Mal noch. Ich weiß mal nicht. Oder außen auf dem Zeug drin. Eigentlich gar nicht. Fällt das jetzt auf, wenn du von da hier reinkommst, oder was? Also wie gesagt, die Kanäle da bei dir und so allen rum und rein, wenn er so runtersteigt, das glänzt immer alles. Ja, ein bisschen Dreck liegt da auch schon drin, also das kriegst du ja nicht so raus. Allgemein, das ganze Cockpit. Ja, gut, der putzt ja ab und zu da mal drüber, wischt da mal so, oder macht das vielleicht was aus, weiß ich nicht. Ich denke immer, das ist dreckig wie Sau. So, mein Kuchen ist leer, aber den du Bescheid sagen. Was, der ganze Kuchen schon aufgefressen? Schon weg. Ich wollte gerade sagen, jetzt wir mal Stücke mal so abgeben können, oder nur für alle? Er bleibt im Kühlschrank ja, du musst den aufessen vorhin. Ach so. Ja, das ist ein bisschen klein, ja. War ein größerer Kühlschrank. Nein, das kannst du ja so ein bisschen backen, aber mit der Sahne, das ist ein bisschen gefährlich bei der Wärme. Ja, da mussten wir entweder aufessen oder da hinstellen. Da kannst du eh nicht lange aufheben. Das ist ja gut. Schmeißen wir wenigstens davon gehen weg. Das muss man nicht, oder? 3 Stück, die zu Hause wurden, die schafft es auch schon. Oh, das ist doch leichtes Zeug da. Da kommen wir noch 2 von essen und 3. Das ist nicht so viel. Bringt ja noch bei bleiben aus wie Futter. Kannst du dir doch nächstes Mal so eine ganze Torte holen und setzt dich davor. Ja, jetzt hier nun, das müsste ja nun weg, das könnt ihr ja nicht mehr aufheben. Also muss die nehmen hier jetzt nichts anderes über und auf. Wenn du die zum Wochenende mitbringst nach Hause, dann musst du die auch aufessen. Und da habe ich aber keine Zeit, der liegt drunter und drunter. Ich höre irgendwann an, da oben stehen sie. Ach, da gibt schon mal einen ganzen Tag nicht. So, und alles gemacht.
oben ausmachen und normal fahren das Spur ab. Ja, manchmal das Ding nicht machen, ja. Das ist bestimmt überlastet. Also wenn du alles über einen Luft machst, dann ist halt schwierig. Nee, ich habe ja jetzt die Boxstar zugebucht. Also. Anderer läuft ja jetzt direkt ohne Holzmann. Naja, Holzmann tun hat aber nicht los. Live. Ich habe da mal 3 GB auf die Kommstar-Karte gemacht. Es reicht aber nicht so knapp. Also 2-3 Tage bleiben vielleicht nur. Schlecht. Rein vom Bildformrauch her nicht. Das ist wenig. Das sind vielleicht 2 GB oder so, den ganzen Monat. Aber das ganze andere Güte, was dann noch so mitläuft, das ist ja von dem Telefon. So. So, müssen wir alles andere ausmachen. Ja, oder von dem Prozessor oder was weiß ich, oder vom System, da ist alles ein bisschen was und summiert sich nachher. Was er hier Update machen will oder irgendwas, wenn ich das sehe, fängt an, stoppt mich das sofort. Will ich erst nachfragen, bevor er irgendwas macht. Aber wieder, wenn er irgendwas anderes macht, sehe das, dass er irgendwas runterladen, drücke ich da nicht immer drauf und stoppe das. Ja, nee, das macht das alle Telefon ja nicht mehr, da kommt nicht mehr an. Wie gesagt, die ganzen anderen Apps und was weiß ich, die alle drauf sind da und alles da. Ja, oder wie? Auf jedes Telefon hast du Fleckenhunger drauf und überall Bimmelssensor, ja. Gut. Ja, das habe ich da einfach bloß gelöscht, hat ja einfach bloß runtergeschmissen. Weißt du? Weil wenn ich das abmelde, weiß ich nicht, ob das bloß am Telefon abgemeldet ist oder überall abgemeldet ist. Das ist überall abgemeldet. Das ist ja wie bei Google Plus, was ich da hatte, mit dem was man hat. Würde ich eigentlich auch nur von dem Telefon runterschmeißen. So kommt das überall weg. Ja, dachte ich mir, warum habe ich bloß die App jetzt einfach mal entfernt. Ja, ich bin jetzt aber so ungefähr bei 2,9 GB und bis 5. geht das noch. Reicht aber nicht wirklich. Nee, reicht nicht wirklich. Also 3 sind zu wenig. Oder hat gestern geschrieben, ja, hat versucht anzurufen, aber ich habe keinen irgendwo ein Gespräch drauf gehabt. Ich habe Claudia heute bei mir angerufen, am Telefon ab bei mir im Auto, weil sie ausgegangen ist, dann nicht da. Ich habe den zurückgegeben, was er wollte. Ich denke, dass da irgendwas war, aber es gab ja auch nichts mehr. So, und du hast ja deine ganzen Telefone alle draußen gehabt. Ja, darum habe ich mich da gewundert. Naja, versucht anzurufen, so. Kein Anruf drauf gewesen, nur jetzt kann so höchstens am Haustelefon, das weiß ich ja nicht. Ja, hast du deine Telefonnummer. Und du hast ein falsches Telefon mit rausgenommen. Nee, ich habe ja extra das mit WhatsApp mit rausgenommen. Hast du dir nochmal geschrieben oder was? Ja, er hat dann von dem Geburtstag noch geschrieben.
Einen anderen wollte ich bei mir probiert, aber nach eben, also weil es eben ständig ausgeht. Ja, da geht aber eigentlich meine Nummer. Ist ja immer noch dieselbe. Das hätte er ja eh nicht schreiben können. Genau. Ja, eben drum, ja. Geht ja nicht.
Nee, nach Feierabend auch schon. Der Bulli haut da hinten schon ab. Oh ja, 17 Uhr. Ach, da fährt. Jetzt, da habe ich noch gesehen. Ja. Vielleicht machen wir noch einen Besuch die Woche. Vorher war wo du mich noch nicht hier gewesen, oder wo ich vorher wo mal hier gewesen? Nee, ich weiß das auch nicht mehr. Ich auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir brauchen bloß Tunnel, Reiche Sachsen. Wer war glaube ich vorher Wochen noch nicht gewesen? Immer diese Spione. Ich kenne hier jeden Grashalm und jedes Blatt. Der Reifen sah nicht mehr gut aus. Quälerei. Ja, da drüben vom PKW. Ah, richtig nicht gut. Käse gesehen heute Morgen? Ja, habe ich getroffen. Wo hast du den getroffen? Erfurt? Ja, ich glaube Erfurt um die Ecke. Das ist ja wunderbar, so, weil ja so spät los ist. Nee, nicht in Erfurt. In Helm habe ich heute Morgen getroffen. War schon mal da. Ach, in Röhm ja. So auch spät los. Ah, vielleicht ist doch dann mit dem Ausschlag besser. Ja, das habe ich schon ein paar Mal versucht.
Frühtags erst von zu Hause 6 bis 7 losfährt, ist man trotzdem freitags nachmittags wieder da. Weißt du? Das funktioniert im Jahr. Oder die Nacht 3 auf dem Bus. Ohne nach dem 3 und dann immer volle Pulle hier und früh der erste Bruder und alle Jahre nicht, weißt du? Mittwoch, wo ich auf einer Headset gefahren bin, stand ja Thomas auch vor mir und Donnerstag losgefahren ist noch Thomas und gerade erst losgefahren. Runterwärts. Da hätten ja noch gerufen jetzt, aber jetzt sind wir schon gleich jetzt. Der stand da, wo ich hingefahren bin, stand der schon. Und wo ich morgens voll abgehauen bin, stand der immer noch. Den Tag, wo dann schon viel Rad mit mir losgefahren. Hat er gute Pause gemacht. Ah, oder du hast es selber gemacht. Nee, ich hab einen 10er gemacht. Ich war drüber weg und da ich denke, dann machst du auch keine 11er, dann machst du bloß einen 10er. Dann bist du am anderen Tag pünktlich da unten in Dacknershausen, dann kannst du eine schöne Pause machen. Dann bin ich dann losgefahren. Nach 10 Stunden bin ich abgelaufen. Ah, naja, ich gucke mal. Dass wir die drüber halten und über den 13 oder hingestellen, den ziehe ich dann von der Pause, von der 11 Stunden Pause ab und dann passt das was. Bin ich auch oder seinen Rhythmus drin. Oder so, ja, oder so. Weil ich wollte bei Zeiten unten sein, da. Bis bei Zeiten in Dacknershausen unten. Kannst du schön hinstellen, kannst du schön eine Pause machen bis morgens um 6 Uhr. Gut auf dich auch hinstellen, denk da an deiner Batterie. Ja, wieso nicht? Hat durchgehalten. Hab ich auch nicht gesagt, die Batterie. Jetzt fängt das an. Ja, Heizperiode kommt da. So. Ja, dann müssen wir doch wieder rausrücken. Also das haben sie vorhin gesagt, ihr habt die Nacht ganz verschoben mit 10 bis 6 Grad rechnen. Ja, morgen früh kannst du bestimmt noch zünden. Montag, wo ich am Hof stand, weil Bremse gemacht hat, da ist ja nicht mal mehr der Wandler angegangen. Hat alles abgeschaltet. So tot war das. Mal. Es geht ja nicht so schlimm, das hat in meinem Fluss rum. Ja, was weiß ich nicht, warum das so war. Ich glaube, wir zurückfahren müssen eigentlich. Das ist ja nicht echt doof, dann habe ich überhaupt keinen Strom mehr. Nee, wenn der aus ist und nichts mehr geht, ja, dann sieht schlecht aus. Ja, dann fahr ich aber, dann bin ich aber da, das weiß ich. Wie gesagt. Ich muss das ja hier alles jeden Tag wegräumen oder hinräumen und wegräumen oder hinräumen. Ach nee. Ja, da kannst du nur so einen Notstecker haben, irgendwo das alles so ein bisschen hinschmeißt, dass ein bisschen Strom ist und dann ist gut. Den manchmal brauche ich ja nur für einen Schaum in Anführungsstrichen. Ja, da haben wir uns ja erledigt. Also andere läuft ja so. Oh, die Antenne rausschmeißen jedes Mal oder wegpacken, den Fernseh hinstellen, wo wir den Wandler vorholen und oh. Ach so, kannst du nicht aber einen normalen Zurückplatz unterlaufen lassen ohne Wandler? Hab ich einen Stecker für? Nein, ich habe einen Stecker für, aber mache ich nicht, läuft so viel besser. Ja, ich meine, dass er nicht noch ein Teil mehr aufbauen muss, deswegen. Brauchen ja nicht immer sagen, es kommt und dann kommt er noch viel später. Ja, das war klar.
das war ja vollkommen klar, dass das ja Ende des Jahres, was? Weil ich sage, wenn das Auto kommt, dann darf die Karre ja auch stehen, dann räume ich mein ein. Ja, nicht, dass du denkst, die Karre bleibt ja stehen. Ich habe jetzt erstmal einen, dann springt da noch ein anderer los, wenn nochmal auf eine vor, weil ich habe ja hier eine Vorteile, das kannst du vergessen, habe ich gesagt. Eigentlich war ja das immer so kurz vor Weihnachten oder irgendwie so eine Scheiße. Ja, wie gesagt, dann brauche ich nicht einfallen, weil ich jetzt das Auto hier habe, weil der Kollege krank geworden ist. Dass er sagt, du, dein Auto ist jetzt da und du hast jetzt das Auto, dann bleibt die Woche oder doof, dann fährt erstmal ein anderer mit. Ja, das kann auch völlig vergehen. Ja, dann kriegen sie fertig. Aber wie gesagt, wenn ich sage, wenn das Auto da ist, so, dann räume ich das Auto ein, dann lasse ich die Karre hier auch stehen, dann nehme ich nur mein Auto und dann ist das gut, dann habe ich meine Ruhe. Dann brauche ich nicht mehr rumkramen oder irgend so was. Nee, ist noch nicht da, er hat noch Turbo, ich sage, er fängt super an. Ende November, kurz vor Weihnachten. Aber jetzt wichtig, hier Kulis einzusetzen. Ich weiß nicht, was die oder. Ja, was da noch so wichtig ist, was haben sie mal da gemacht? Den Dreck raus, neue Deckel drauf und so. Haben sie noch die Straße erst gemacht? Da haben wir doch das alles erst gemacht, die ganze Kram. Ah, ich hab's den vergessen. Keine Bullis mehr, reicht noch nicht. Ja, laut müssen wir hinstellen. Bringt Geld gar nicht mehr, nee, dann Lager. Okay, brauchen wir im Teich, oder? Kriegst du auch keine Lutzanlage.
oder bis Sydney? Ja, Kanada, ja. Ah, das sind zu weit für morgen. Mal gucken, ob das mal aufgestanden. Ist er ja bei letztem Mal auch hinständig dann. Ja. Aber ich glaube, ich war noch ein Zickzack gewesen. Und dann bin ich dann, ja, Dankmarshausen, Feierabend. Ah. Auch noch mit Laden oder ohne Laden? Ohne Laden. Ich glaube, da hatte ich noch so knappe Stunden oder sowas, hatte ich noch genommen. Ah, ja, echt noch Laden können. Ja, wollte ich aber nicht hinfahren da. Dann springt da weg da rum, den kommst du nicht weg, dann wird es spät, dann bin ich wieder drüber weg und ach nö, ich bin da 3 oder 6 hingefahren, da war alles gut. Ja, dann geht einer hoch. Irgendeine Seitenmarkierung gestört hat. Ja, aber gut. Kein Licht was im Tunnel. Seitenmarkierung. Boah, links oder rechts, dieser komische Blick, oder? Ja, Doppelphasen-Bomber hat das. Und bei mir hier. Vorderseite. Bestimmt hatte ich auch schon auf der Fahrerseite. Meistens auch die Leuchten. Ja, ja. Könnte der sein.
Tunnel.